Hallo Retro-Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video wird es diesmal darum gehen, um zwei Funde, die ich gemacht habe, zwei Actionfiguren. Ich sage nur so viel, diese Figuren handeln von einer Filmserie, von einer Filmtrilogie, für mich Trilogie, die vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis gespielt hat. Lasst euch überraschen, viel Spaß! Ja, kurz vorab, der ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, ich habe mich etwas verändert hier. Und zwar habe ich meinen schönen Retro-Sessel gegen eine Couch ausgetauscht. Ja, der Sessel steht jetzt auf der anderen Seite vom Zimmer. Eventuell mache ich demnächst mal eine kleine Roomtour, damit ihr das alles mal sehen könnt, wie ich mich hier so eingerichtet habe. Aber ich dachte einfach, zum bequemer Sitzen, meine Videos zu drehen und ab und zu halt ein bisschen in den Fernseher reinzuschauen, macht das auf einem etwas breiteren Sofa oder Couch mehr Sinn. Deswegen, ja, wie gesagt, habe ich mir gegönnt. Und ja, in diesem Video, wie gesagt, geht es um zwei Actionfiguren, die ich mir auch gegönnt habe. Und zwar ist ja Lucasfilm 50 Jahre alt geworden dieses Jahr, sprich wurde 1971 von George Lucas gegründet. Und zu diesem Jubiläum haben die jetzt, oder hat Hasbro jetzt Figuren rausgebracht von Star Wars, von Krieg der Sterne, aus Episode 4. 3 Figuren insgesamt, 2 Stück konnte ich ergattern, die habe ich mir geholt, die möchte ich euch in diesem Video einmal kurz vorstellen. Ja, es handelt sich um Figuren aus der Black Series, wenn das jemand ein Begriff ist. Die Black Series von Star Wars oder von Hasbro sind Star Wars Figuren, die ja eigentlich keine Spielzeuge sind oder keine Figuren für Kinder sind, sondern wirklich für den erwachsenen Sammler. Es sind Figuren, die sehr schön ausgefertigt sind, die ja, wie gesagt, auf Sammler ausgelegt sind und nicht als Spielzeug. Macht sich auch ein bisschen im Preis bemerkbar. Diese Black Series Figuren kommen eigentlich, oder Fahrzeuge gibt es davon auch, kommen eigentlich in so schönen, ja, schwarzen Kartons. Es sieht hochwertig aus, die Figuren sind schön ausgearbeitet und detailreich. Und von Zeit zu Zeit bringt Hasbro auch Figuren aus dieser Serie zu bestimmten Jubiläen raus. Es war zum Beispiel jetzt zu dem letztes Jahr zu dem 40-jährigen Jubiläum von Empire Strikes Back haben sie halt auch Figuren aus der Black Series rausgebracht, die sie halt die Vintage Toyline aus den 80er bzw. von 77 bis 84 angelegt haben. Schöne Cardbacks, ja, wo die Figuren in einem Blister drin waren. Und das haben sie jetzt auch ja, für die 50 Jahre Lucasfilm gemacht. Ich möchte das einfach mal kurz zeigen. Ich habe 2 Figuren bekommen, und zwar einmal den Java oder einen Java. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, auch die Rückseite ist wirklich ein stabiles Cardback. Ja, es ist wirklich, das hat ja, Hasbro ein bisschen halt Mattel vor mit den Masters of the Universe Origins Figuren. Die sind doch sehr dünn, diese Cardbacks. Ja, das ist wirklich richtig stabil. Ist sehr schön, ist es nicht geknickt, es sieht total klasse aus. Der Java und ganz kurz der Obi-Wan oder Ben Kenobi, ja, habe ich mir auch geholt. Auch hier, das Teil sieht total super aus. Er hat einen ganz kleinen Knick hier oben, das sieht man glaube ich gar nicht, ja, durch die Kamera jetzt hier einen ganz kleinen Knick hier. Aber wie gesagt, die Figur und auch die Karte richtig, richtig klasse. Unten das Kenner-Logo. Ja, da ist es. Und nur auf der Rückseite hat Hasbro sich verewigt. Finde ich richtig klasse. Ja, diese Figuren möchte ich gleich mit euch etwas genauer beleuchten. Ich werde sie, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich werde diese Figuren nicht auspacken. Die bleiben OVP auf der Karte. Aber trotzdem werden wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ganz kurz, wenn ihr Interesse an Toy-Videos habt, dann schaut doch mal hier oben rein. Da habe ich auch ein bisschen was von den Masters of the Universe, beziehungsweise von den Origins, ja, was ich euch gerne zeigen möchte. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein. Und ja, ich stelle kurz die Kamera um und dann schauen wir uns die Figuren jetzt mal im Detail an. So, und da sind wir schon wieder. Also, wie gesagt, Kamera ist umgebaut, die Figuren stehen stramm und die möchte ich jetzt, wie gesagt, mit euch einmal kurz genauer betrachten. Ich fange mal einfach an mit dem Obi-Wan Kenobi. Ja, wie gesagt, die Karte ist hier oben, habe ich das Lucasfilm-Logo. Ja, die Karte ist im Vintage-Design, also wirklich von den Figuren von 1977 gehalten. Ja, auch das Hintergrundbild ist dasselbe. Ja, und wenn ich mir den Obi-Wan jetzt angucke, das Gesicht, ja, wenn ihr das seht, das sieht so verdammt gut aus, ja.
Die Figur selbst hat ja den Mantel, ja, den gleichen Mantel, den auch die Vintage-Figur hatte, also schön im Kunststoff, ja, gehalten. Finde ich sehr nice. Er hat, wenn man das sieht, hier so einen kleinen Haken, ja, wo ich das Lichtschwert hat auch unten, seht ihr das? Unten so einen kleinen Haken, wo ich das Lichtschwert einhängen kann. Ja, die Figur ist so klasse gemacht, so klasse ausgearbeitet. Ja, unten habe ich das Kenner-Logo. Ja, sehr schön gehalten. Die hat echt stabile Karte. Und auch die Rückseite. Hinten ein schönes Bild aus, ja, Obi-Wans letzten Duell, möchte ich mal sagen. Ich hoffe, ich spoiler hier keinen jetzt. Ja, der Film ist von 1977 und es sollte eigentlich jeder gesehen haben. Das Lucasfilm-Logo in der Mitte. Und dann haben wir hier nochmal, das ist auch sehr schön, eine Timeline, ja, die halt von 1971 losgeht, wo Lucasfilm gegründet wurde. Dann halt 77 bis 83 die Original-Trilogie halt ja, enthält, ja, also A New Hope, Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Ja, und dann geht es mit 91 weiter. Da haben wir dann Star Wars Legends, beziehungsweise dann halt das hier Episode 1, 2, 3, geht dann von 99 bis 2005. Ja, dann haben wir hier die Clone Wars angefangen und dann haben wir Rebels, Rogue One, Solo und hier unten die, ja, die Trilogie, die, wie soll ich sagen, es für mich nicht wirklich gibt. Gefällt mir halt absolut nicht. Ganz kurz nochmal hier oben, da möchte ich also gar nicht weiter drauf eingehen. Hier oben habe ich nochmal dieses Star Wars und The Black Series Logo. Ja, also die Figuren sind aus dieser Black Series. Ich bin eigentlich ein Vintage-Sammler, ja, also Vintage-Figuren von Star Wars. Das heißt, diese Black Series habe ich eigentlich überhaupt nicht, auch wenn die Figuren wirklich toll sind. Hier bei der Karte konnte ich jetzt nicht Nein sagen. Deswegen würde ich mir wünschen, schreibt doch mal in die Kommentare, gibt es diese Figur auch in der Black Series? Oder ist die jetzt speziell halt für dieses Jubiläum aufgelegt worden? Das interessiert mich. Das weiß ich nicht. Also schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Würde mich freuen. Ja, und nochmal hier hinten. Ist auch nochmal so ein kleiner Text, ja, den Lukas halt geschrieben hat, beziehungsweise Lucasfilm geschrieben hat hier. Wenn wir auf Deutsch vorlesen, hört sich das ein bisschen komisch an. Mit durch die originale Star Wars Trilogie inspirierten Figuren lassen sich die ersten 50 Jahre von Lucasfilm gebührend feiern. Ja, wir feiern schön mit. Hier haben wir auch Hasbro 2021, das heißt, die Figuren sind ganz frisch. Das ist Obi-Wan Kenobi. Oder auch Ben Kenobi. Wirklich sehr schön. Die zweite Figur, die ich hatte oder bekommen habe, ist wie gesagt der Java. Ja, die Javas sind halt ja über die Jahre halt Fan-Maskottchen geworden. Ja, finde ich halt auch total klasse und putzig, die Kleinen. Ja, auch in der Mandalorian-Serie, in der neuen spielen sie ja mit. Ja, und sind echt Fanlieblinge. Auch das Cardback hier wieder einwandfrei, auch wieder gehalten an der Originalkarte von 1977. Auch wieder das Kenner-Logo unten, also Karte ist identisch mit dem Obi-Wan, außer mit dem Bildchen natürlich. Ja, der Java selbst, auch hier wieder total klasse im Stoffmantel. Die Figur ist wunderschön ausgearbeitet. Ja, hat seinen Gurt hat seine Waffe dabei. Ja, richtig klasse. Gefällt mir richtig gut. Ja, wunderschön. Und auf der Rückseite dasselbe wie bei Obi-Wan, außer halt mit einem anderen Bild, auch wieder von Episode 4. Ja, auch wieder ein Bild, wo halt Luke und Onkel Owen gerade die Droiden halt aussuchen und erst halt den falschen Droiden oder den Droiden mitnehmen, der nachher dann einen Kurzschluss hat und so halt einen R2-D2 bekommen oder noch aussuchen. Ja, finde ich, wie gesagt, sehr gelungen. Auch das Lucasfilm-Logo, das 50-Jahre-Logo, gefällt mir richtig gut. Finde ich wunderschön, die Figuren. Wie gesagt, es gibt noch aus dieser Serie noch den Greedo. Ja, den habe ich gesehen, habe ihn aber, ich konnte ihn bisher noch nicht bestellen. Ja, werde ich mir auch noch zulegen. Wenn ihr wisst, ob es vielleicht mehrere Figuren aus dieser 50 Jahre Lucasfilm-Reihe hier gibt, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Das interessiert mich. Wenn die halt in dem gleichen Design sind, dann möchte ich mir die wirklich, ja, zulegen. So, das war so ein ganz kurzes Review über die Figuren. Dann würde ich sagen, Kamera wird umgestellt und wir sehen uns gleich nochmal wieder.
So, und dann sind wir schon wieder hier. Wie gesagt, 2 Figuren habe ich. Greedo fehlt mir noch, den möchte ich haben. Wenn es noch weitere Figuren gibt, sagt mir mal Bescheid. Ja, genauso würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagt, ich sammle Star Wars Black Series Figuren oder ich sammle sie nicht. Wenn ich sie sammle, wie sammelt ihr? Auf Karte oder sammelt ihr die Figuren, wie sie ursprünglich rauskommen, halt in einer schönen Box, in einer schönen Umverpackung? Ja, oder ist es euch die Verpackung vollkommen egal? Packt ihr sie aus und stellt sie ins Regal? Auch das möchte ich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare und lasst es mich wissen. So, ja, das sollte es eigentlich von mir gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ich blende euch hier nochmal 2 Videos ein, ja, wo ich denke, die euch auch gefallen könnten. Würde mich über ein Abo freuen, würde mich über ein Like freuen. Teilt mein Video und wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, euer Retro Rauner.